Hallihallo. Ja, ein wunderschöner Morgen in Bad Kleinkirchheim. Das ist die Stadt um Franz Klammer, berühmte Skilegende hier. Und hier hinten sieht man auch den Hausberg, die Kaiserbahn. Und jetzt heute geht es bei dem schönen Wetter entlang vom Millstätter See bis in die Region von Nassfeld, nicht weit von der italienischen Grenze weg. Und freue mich schon. Heute wird es kein großer Fahrtag. Gestern 5 Stunden waren genug. Und heute wird es nur eine kurze Tour, so 170 Kilometer. Ich werde mir ein bisschen Zeit nehmen, die Aussichten genießen und ja, mal schauen, was auf mich zukommt. Nachdem ich das Intro aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, 170 Kilometer, vor allen Dingen in den entsprechenden langweiligen Talstraßen Transit zu fahren, bis nach Tröpolach, was mein heutiges Ziel ist. Habe ich nochmal auf die Karte geguckt und werde noch einen Abstecher an den Weißensee machen, der auch sehr, sehr schön sein soll. Das ist zwar eine Sackgasse, aber da werde ich heute mal reinfahren und vielleicht werde ich auch nochmal das Gailtal Richtung Villach hoch und runter fahren, um mir da einen Eindruck zu verschaffen. Bei dem Blick vom Balkon, da macht das Planen doppelt so viel Spaß. Ein letzter Blick auf die Nockberge. Tatsächlich bin ich nicht am Millstätter See unten lang gefahren, sondern oben rum ein bisschen durch die Landschaft, um noch ein bisschen Natur zu haben. Unten am Millstätter See schiebt man sich eigentlich immer nur in der Autokarawane entlang und vom See sieht man von der Straße aus eigentlich auch nicht so viel. Jetzt sind wir auf der Straße zum Weißensee. Und das lässt sich ganz gut an. Ein paar kleine Ortschaften, bis man dann eben unten beim See rauskommt. Da fährt man dann auch wohl noch über eine Brücke, um dann in der kleinen Ortschaft Weißensee Mittag zu machen. Und das ist der Weißensee. Hier bekommt ihr einen kleinen Eindruck. Ich mache mal einen Schwenk über die Landschaft. Das ist die kleine Brücke, über die man drüber fährt. Und natürlich Selfie-Station, ganz klar. Die Stand-Up-Paddler sind natürlich auch unterwegs. Und ich habe wieder ganz tolles Glück mit dem Wetter, stelle ich immer wieder fest. Nachdem ich am See meinen Fischball eingenommen habe, will ich noch ein paar Meter weiter am See entlang fahren. Vorher bin ich noch einmal kurz in die Touristinfo gegangen und habe auch noch ein bisschen was über den Weißensee gelernt. Der Weißensee ist der sauberste und höchstgelegene Badesee Österreichs. Auf über 930 Metern Seehöhe liegt das smaragdgrüne Naturparadies hier in den Gailtaler Alpen. Ob wandern, baden oder die Füße ins Wasser baumeln lassen, der Weißensee ist der perfekte Ort für alle, die Natur pur lieben. Und das Beste, im Sommer wird der See bis zu 26 Grad warm, also die Badehose nicht vergessen. Mein Kanal heißt ja auch Slavkos Drive and Dive und auch da habe ich was Interessantes erfahren. Der See ist auch ein Taucherparadies. Das Wasser ist so klar, dass man bis zu 40 Meter weit und tief schauen kann. 2/3 des Ufers sind unverbaut, Motorboote sind tabu und genau deshalb ist dieser See so eine naturbelassene Schönheit. Eben oben drumrum und auch unter Wasser. Und im Winter kann man sogar Eistauchen. Oh, ich denke schon, dass man hier mal eine schöne Woche verbringen kann. Auch wenn Eistauchen nicht so mein Ding ist.
Kommend vom Millstätter See war das Drautal zum Weißensee auch fahrtechnisch eher langweilig und die Straße ist eigentlich eine halbe Autobahn. Aber jetzt kommt noch ein schöneres Stück Straße, nämlich die Weißenseestraße rüber ins Gailtal. Und das kann man immer gut daran erkennen, dass einem immer wieder mehr Mopeds entgegenkommen. Fahre ich noch ein paar Kilometer das Gailtal entlang Richtung Villach. Wie ihr seht, ist das Gailtal ziemlich breit mit viel Landwirtschaft. Eigentlich wollte ich bis nach Villach, aber da ist eine Baustelle und Stau und daher habe ich das dann verworfen. Das Gailtal wollte ich eigentlich auch nur deshalb fahren, weil ich als junger Bursche Fan von Wolfgang Ambros war. Und vielleicht kennt der oder die eine oder andere noch sein Pseudomusical Der Watzmann ruft. Da gibt es die Gailtalerin. Und das ist eine Magd, die den Bauernsohn, den Bur, sexuelle Versprechungen macht für den Fall, dass er den Berg bezwingt. Ja, und so kommt es, dass der Sohn auf ihn geht und dabei dann natürlich auch abstürzt. Ja, und die Gute kommt eben auch aus dem Gailtal. Die Strecke zurück nach Tröpolach war jetzt auch nicht so spannend, daher gibt es keine Bilder. Tröpolach habe ich ausgewählt, da es für Biker ein idealer Ausgangspunkt ist, Italien, Österreich und Slowenien im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren. Ich kann da die Pension Durntaler empfehlen, wo die ganze Familie Moped fährt. Die Unterkünfte im Ort haben sich eigentlich alle auf Motorradreisende spezialisiert. Und da sitzt man dann abends beim Rollbier und bekommt ganz viele Tipps und Benzingespräche mit. Das ist echt schön. Ich freue mich schon auf morgen, da fahre ich Offroad nach Italien. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch